Dann haben wir ein Jodthema. Darüber spricht niemand, aber es gibt auch Studien, eine Schilddrüsenunterfunktion, das haben viele Menschen. Also wenn sie eiskalte Hände und Füße haben, trockene Haut, Antriebsschwäche, 70% weniger Knochenabbau bei einer Studie, wo die Studienteilnehmer nur 5 Dürrpflaumen täglich verzehrt haben. Wirklich viele Möglichkeiten, um ihre Knochen zu stärken, damit ihre Knochen nicht wegbröseln. Und ich rede nicht nur die Frauen, auch die Männer. So, ja, ich grüße euch. Neues Thema, wichtiges Thema. Ich sehe so viele Patienten, die vegetarisch unterwegs sind und ihre Knochen bröseln weg. Und die haben wirklich Probleme. Die waren beim Arzt. Der Arzt hat ihnen ein Calciumcarbonatkapseln empfohlen und auch Bisphosphonate verordnet. Und das hat nicht funktioniert. Dann haben sie auch mit Käse-Quark-Joghurt und auch Budwig-Therapie, also Milchprodukte. Das hat nicht funktioniert. Die waren wirklich verzweifelt. Und dann kommen sie zu mir. Und ich sehe das immer wieder. Und auch Patienten, 50-Jährige, auch Männer, nicht nur Frauen, Männer auch. Und wir haben gute Erfahrungen gemacht mit all die Nährstoffe, die oft fehlen in einer vegetarischen, veganen Ernährung. Das beginnt mit Zink. Dann gucke ich immer auf die Fingernägel, weiße Flecken, weiße Pünktchen, Rillen an den Fingernägeln, dann denke ich gleich, aha, Zinkmangel, das kann ein Thema sein. Dann haben wir ein Jodthema. Darüber spricht niemand, aber es gibt auch Studien, eine Schilddrüsenunterfunktion, das haben viele Menschen. Also wenn sie eiskalte Hände und Füße haben, trockene Haut, Antriebsschwäche, Haarausfall, eiskalte generell verfroren und wenig Antrieb, Stimmungsschwankungen. Das kann auch ein Jodmangel sein, auch rissige Haut zum Beispiel, an den Fingern oder an den Fersen. Da könnte man nachschauen lassen vom Hausarzt, sehr wahrscheinlich ein Jodmangel. Ich habe da auch ein YouTube gedreht über das Thema, bitte schauen Sie eben dieses Thema an. Selen kann ein Thema sein. Selen finden Sie in Paarnüsse, 1 oder 2 Paarnüsse. Mehr brauchen Sie nicht. Vitamin A, Vitamin D natürlich, aber die meisten von euch nehmen Vitamin D3. Ja, die B-Vitamine, Vitamin B6, B12 und auch Kieselsäure. Spurenelemente wie Bohr und Mangan, aber es gibt ungefähr 70 Spurenelemente, deswegen empfehle ich eben diese Mikromineralien Uressenz, 1 oder 2 Esslöffel, und um einfach besser versorgt werden mit Spurenelemente. Und damit habe ich gute Erfahrungen. Und ja, woran kann man das auch erkennen? Also wenn Sie zum Beispiel dieses Homozysteinwert, ich habe öfters immer wieder erzählt, wie wichtig das ist. Das Homozystein ist ein toxische Aminosäure, es ist ein Eiweißteil quasi, und wenn es zu hoch ist, es begünstigt Gefäßablagerungen, schlechte Durchblutung und auch schlechte Knochen. Osteoporose kann entstehen, wenn dieser Wert zu hoch ist. Optimal ist ein Wert zwischen 5 und 7. Es ist leider keine Kassenleistung. Die wichtigen Werte wie Homozystein und die Lipoproteine A und B müssen Sie privat bezahlen. Aber das lohnt sich, hier diesen Homozysteinwert einmal im Jahr durchzuchecken. Zum Beispiel beim Laborarzt. Ja, was kann ich sonst tun? Ich möchte mein Bindegewebe stärken. Also wir haben jetzt gerade über die Bedeutung von Mineralien, Spurenelemente, also organischen Spurenelemente, wie wichtig. Aber auch das Bindegewebe
will gestärkt werden. Und da können diese Buchweizensprossen, also die sind richtig lecker auch für Müsli oder Sie können die zu Haferbrei dazugeben oder zu Joghurt, Kokosjoghurt. Meistens ist, meine morgendliche Routine ist Kokosjoghurt mit Buchweizensprossen, mit Beeren und Nährhefeflocken zum Beispiel. Buchweizensprossen ist eine der besten Spender von Rutin und Rutin stärkt das Bindegewebe und kann sehr vorteilhaft sein für Varikosis, also um die Venen zu kräftigen, die Venenwände, die Gefäßwände allgemein, sind angewiesen auf einen gute Lieferanten von Rutin und das ist der beste Spender ist Buchweizen. Auch Dr. Bauhofer hat erzählt, wie wichtig Buchweizen ist. Aber die Buchweizensprossen sind noch besser, weil die haben wir zum Leben erweckt und durch diesen Sprossprozess steigt die Konzentration an Nährstoffen und Vitaminen. Deswegen Sprossen, immer bevorzugen die Sprossen. Ja, die B-Vitamine habe ich erzählt, Nährhefeflocken, das ist mein Favorit, jeden Tag 1 bis 2 Esslöffel, viele Vorteile, Eiweißspende, 50% Eiweiß. Und dann komme ich zu den Dirtpflaumen, also getrockneten Pflaumen. Das ist nicht nur gut bei Verstopfung. Nicht? Also das ist die Indikation, jeder kennt das. Die Dirtpflaumen kriegen Sie im Bioladen und ich glaube auch bei Rewe kriegt man das. 70%, neue Studie, 70% weniger Knochenabbau bei einer Studie, wo die Studienteilnehmer nur 5 Dirtpflaumen täglich verzehrt haben. Und nach einem halben Jahr, es gab eine Kontrollgruppe, die Kontrollgruppe hatte 70% mehr Knochenabbau, Entmineralisierung, als die Gruppe mit den. Was machen diese Dirtpflaumen? Die liefern löslichen und unlöslichen Ballaststoffen für das Darmmikrobiom und diese Ballaststoffen, die löslichen Ballaststoffen, werden fermentiert von den Darmbakterien, um Butyrat zu bilden. Und Butyrat ist eine kurzkettige Fettsäure, was auch die Knochen stärken kann. Die Knochen sind angewiesen auf Butyrat, damit eben Osteoporose, damit die Knochen nicht wegbröseln, ist Butyrat gefragt und Dirtpflaumen sind sehr hilfreich. Ja, dann kommen wir zu Hagebuttenpulver. Das ist ein Vitamin C-Spender und Spender von Bioflavonoiden. Und Vitamin C-Tabletten allein, das funktioniert nicht. Sie brauchen auch Bioflavonoide. Das sind Pflanzenstoffe, die arbeiten synergistisch mit Vitamin C. Und beste Spende ist Hagebuttenpulver, das finden Sie bei DM oder vielleicht Rossmann oder im Bioladen. Das kann man als Pulver kaufen. Ich tue das immer in Esslöffeln zu meinem Müsli morgens. Und das sorgt für starkes Bindegewebe, schützt vor Entzündungen und also auch für schöne Haut, auch für die Gelenke sehr vorteilhaft. Hagebuttenpulver. Dann, Kürbiskerne, die esse ich auch jeden Tag. Guter Lieferant von Zink. Aber ich würde trotzdem Zink, vielleicht 15 Milligramm Zinkpräparat täglich einnehmen, wenn Sie zum Beispiel diese weißen Flecken haben und Rillen an den Fingernägeln. Und
Ja, also Sie sehen, wir haben wirklich viele Möglichkeiten, um Ihre Knochen zu stärken, damit Ihre Knochen nicht wegbröseln. Und ich rede nicht nur die Frauen, auch die Männer. Das ist ein Thema. Ab 50 ist es wirklich ein Thema, das sollte man ernst nehmen. Und Bindegewebe sowieso, also wir wollen nicht frühzeitig faltig werden und wir wollen nicht frühzeitig grau werden. Also graue Haare ist natürlich auch ein Thema und wir sind alle ein bisschen eitel, oder? Ja, dann gibt es die Isoflavone in Tofu Tempeh in Natto. Natto sind fermentierten Sojabohnen und das sind hormonähnliche Phytoestrogene, die kommen auch in Leinsamen vor. Wir lassen die Leinsamen sprießen. Ich habe euch gezeigt in diesem einen Video, wie man Leinsamen sprießen kann. Und auch Miso ist eine fermentierte Sojabohnenpaste, woraus man eine Suppe herstellen kann. Und ja, das stärkt die Knochen, also auch Phytoestrogene, also diese pflanzliche Östrogene in Linsensprossen. Und die habe ich hier, glaube ich, verwendet, Linsensprossen mit Rotkohl. Und ich habe das fermentiert und das ist mein Fermentsaft, eben mit Linsensprossen. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich das trinke, ich bekomme Bärenkräfte, ich kann es nur empfehlen. Lösliche Ballaststoffe leben die Darmbakterien und die kommen auch in Wildkräutern vor. Die habe ich gerade gepflückt, das ist heute der 1. April. Und ich habe schon schöne Löwenzahn hier und Brennnesseln und die liefern auch lösliche Ballaststoffe, aber auch Chiasamen, Leinsamen und auch geschälten Hanfsamen. Alle exzellente Spender von löslichen Ballaststoffen. Wenn die Darmbakterien glücklich sind, haben sie gutes, starkes, belastbares Bindegewebe, starke Knochen. Ja, und Calcium als Tabletten, keine Empfehlung. Wir wollen nicht, dass die Gefäße verkalken und ich würde Vitamin D3 immer mit Vitamin K2 zusammen einnehmen. Vitamin K2 vielleicht 100 Milligramm, Vitamin D3 5000 Einheiten. Ich nehme jeden Tag eine Kapsel. Das wäre meine Empfehlung. Und ja, aber die Wildkräuter, also Brennnesseln, ist auch ein guter Spender von vor allem Kieselsäure, weil der Körper kann aus Kieselsäure auch Calcium herstellen. Und deswegen, also Kieselsäure ist eigentlich wichtiger als Calcium. Und die Wildkräuter sind gute Spender von Kieselsäure, aber der Top-Spender sind Braunhirse-Sprossen und die sind richtig, das ist eine wilde Wildpflanze eigentlich, Braunhirse. Und ja, damit haben Sie gute Chancen, Ihre Knochen im Griff zu bekommen. Dann haben wir das Thema Entsäuerung. Also ich kenne Männer, gerade Männer, das Gefühl, ich werde nicht satt, essen jeden Tag Wurstbrot oder Wurst und Käse und das täglich. Und ich kenne immer wieder, ich sehe Männer, die an Schlaganfälle ins Krankenhaus eingeliefert werden. Und das muss nicht sein. Also wenn Fleisch oder Fisch, dann ich würde empfehlen, einmal pro Woche, nicht jeden Tag.
Sonst haben sie zu tun mit Entsäuerung. Sie müssen entsäuern, sie müssen diese Säuren wieder ausscheiden. Und da helfen natürlich die Fermentsäfte, aber die ganze willkürliche Vitalkosttherapie ist sehr gut, um Säuren zu mobilisieren aus dem Gewebe und damit die Nieren diese Säuren ausscheiden können. Fast Food und Fertigessen, das übersäuert unser Organismus. Und woran kann man das erkennen? Zellulit am Strand, Orangenhaut. Und das kann man eben mit Hilfe von Sprossen und auch Fermentsäften und grüne Säfte, also Brokkoli, diese Kombination Brokkoli und Fenchel, das ist wirklich top. Sie können auch Sellerie-Stauden entsaften. Das ist natürlich eine tolle Entsäuerungsmethode. Und ja, Entsäuerung und dann eben diese Nährstoffe. Und ja, somit konnte ich meinen Vater wirklich seine Knochen optimieren und er hatte nie eine Fraktur gehabt und also er hat wirklich starke Knochen, hat ein paar heftige Unfälle gehabt und nie was gebrochen. Und weil das Thema ist, wenn irgendwas passiert mit den diese Schenkelhalsbrüche, da sterben innerhalb eines Jahres ungefähr ein Drittel dieser Patienten mit diesen Frakturen, Oberschenkelfrakturen. Und das ist natürlich eine Nummer. Deswegen bitte alles tun, um das Bindegewebe und die Knochen zu stärken. Und ja, wer Interesse hat, am 18. und 19. April findet ein willkürlicher Spaziergang hier und auch ein Zubereitungskurs, willkürliche Vitalkost Zubereitungskurs. Das ist am Sonntag, den 19. April, vielleicht sind Sie interessiert. Am 9. Mai werden wir das Gleiche halten in Zürich in der Schweiz, wer da Interesse hat. Und am ersten Wochenende in Speyer in der Stadthalle findet ein Vitalkost-Messe statt. Das ist die Revolution und das kann ich empfehlen. Vielleicht sehen wir uns dort. Und ja, viel Erfolg und bis bald.